dich nicht kennen. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Christoph Lenzing und ich bin jetzt leider schon 49 Jahre alt und habe früher auch voltigiert, relativ erfolgreich, ist aber auch schon 25 Jahre her ungefähr. Da war ich mal dreimal Weltmeister und dreimal Europameister und fünfmal, glaube ich, Deutscher Meister. Aber wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her. Ich habe mit 26 Jahren aufgehört. Mein letztes Jahr war 1996 in Kaposchwa nach der WM. Und ja. Okay. Du kommst aus Deutschland, jetzt bist du hier in den USA. Wie kommt's? Was hat dich hierher gezogen? Ich habe hier früher öfter Lehrgänge gegeben in den USA und die Leute, die mir das organisiert haben, die kamen aus Colorado und waren schon ein bisschen älter, Yossi und Noel Majtonovic. Der Sohn war Eric Majtonovic, hat auch selber international voltigiert und da war ich halt öfter mal zum Lehrgang. Und als sie dann älter wurden, wir alle mal älter werden leider, sind die in Rente gegangen und sind nach Prince Edward Island nach Kanada gezogen und hatten mich gefragt, beziehungsweise die Eltern aus dem Club, die dann da standen ohne Trainer, haben die mich gefragt, ob ich Lust hätte, hier rüberzukommen. Und da ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen frei war, weil ich nicht mehr mit meiner Frau damals zusammen war, habe ich gedacht, naja, warum nicht? Und so bin ich dann hier gekommen. Sehr gut. Du hast mal einen Gurt entworfen. Ja. Einen Lensing-Gurt. Ja. Kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte erzählen? Also wie kam es dazu? Wie kamst du auf die Idee? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ja, Lensing Schütte. Genau, ja. Und ja, wie kam es zu der Idee? Ich hatte ganz früher den allerersten Gurt mit der Sattlerei Peter auch schon mal entwickelt, mit den ersten geraden Griffen oben. Die ganz großen, ne? Die relativ großen, ganz geraden Griffe oben. Die hatte ich auch entwickelt und dann mich eine Zeit lang aber nicht mehr drum gekümmert. Und dann kamen so verschiedenste andere Gurte auf den Markt und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich mir das noch ein bisschen besser vorstellen. Gar nicht unbedingt von den Griffen, sondern mehr von der Anpassung ans Pferd. Und wir haben dann halt einen Gurt entworfen mit diesen Klettkissen darunter. Das war der erste mit so einem System. Und den konnte man halt besser an ein Pferd anpassen. Ja. Und das war eigentlich der Grundgedanke. Und dann eben, dass wir gedacht haben, okay, wäre auch schön, wenn man Griffe austauschen kann. Dann kann man einen Basisgurt entwickeln und einfach die verschiedenen Griffe draufsetzen. Und das haben wir dann, also der Herr Schütte und ich, wir haben das dann in die Tat umgesetzt. Aber als ich dann geschieden hatte von meiner Frau, bin ich dann aus der Firma rausgegangen und habe da jetzt eigentlich nichts mehr mit zu tun. Okay. Das heißt, in Bezug auf Equipment und so, auch hier in den USA gibt es keine Projekte? Ja, ein Projekt gibt es schon. Ich habe eine Idee für eine noch bessere Griffvariante und ich hoffe, dass ich das bis nächstes Jahr in die Tat umsetzen kann. Aber nee, im Moment so aktuell nicht, nein. Okay. Du bist ja schon sehr lange im Sport, was unglaublich toll ist. Wie siehst du die Entwicklung des Voltigierens, seitdem du dabei bist? Ja, als ich da Das ist ein unglaublicher Unterschied. Ja, ein unglaublicher Unterschied. Da war das ja alles ganz anders. Die Technik war ganz anders. Alles war, muss man sagen, viel einfacher, viel weniger auf Musik geturnt, viel weniger, also mit Themen und so, das gab es ja damals alles gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Die Anzüge waren viel schlichter und einfacher. Alles war schlichter, einfacher und es hat sich alles total geändert. Und ich finde es natürlich fantastisch und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, ehrlich gesagt, dass das italienische Doppel gewonnen hat, weil das hat mich sehr beeindruckt. Letztes Jahr schon habe ich gedacht, okay, das ist jetzt, habe ich so gedacht, das ist ein neues Level. Das ist ein neues Level. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, wenn man versucht, auf Musik zu turnen und dann so mit der Musik zu tanzen, so auf den Punkt und so akkurat und so dynamisch. Da muss ich schon sagen, das ist der Hammer. Das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Ja, und dafür brauchst du natürlich auch einen unglaublich starken Partner, das Pferd. Genau, also, natürlich. Die Pferde sind natürlich auch besser geworden, das Equipment ist besser geworden, das ganze Trainingsmanagement und so weiter ist viel besser geworden. Heute hier in den USA, da gibt es so ein Symposium, da haben die, glaube ich, 10 Europäer eingeladen, alles nur die
Crème de la Crème. Von Christina Bö und also Kai Vorberg, alle möglichen Leute waren da, Daniel Kaiser, Patrick Loser, die waren alle hier. Und Warst du da auch dieses Jahr? ich war da, aber nur zum, ja, eigentlich nur zum Zugucken. Ja. Deswegen habe ich das mitgekriegt und habe gedacht, wow, so viel Prominenz auf einen Haufen. Sieht man selten. Das sieht man selten, das war schon irre. Also, was ich damit sagen will, die Leute holen sich halt viel mehr auch andere Leute dazu und Spezialisten auch. Ja. Also einer, der für Choreografie zuständig ist, einer, der vielleicht mehr Pflicht macht und sich darauf spezialisiert und. Und ja, das ist alles viel komplizierter und viel schwieriger geworden. Und auch viel attraktiver, muss man auch sagen. Viel, viel attraktiver. Also eine tolle Entwicklung. Ja. Ja, man kann schon sehen, dass Voltigierer besser vernetzt sind einfach, ne? Genau. Als hier, also dass da viel mehr Kommunikation herrscht und man sich gegenseitig hilft. Das auch. Allein schon wegen den technischen Möglichkeiten, die es ja damals auch alle gar nicht gab. Also. Ja. Gut, und wie siehst du das Voltigieren in 10 Jahren? Also ich hoffe, dass dieses Musikalische sich noch mehr entwickelt. Viel akrobatischer, glaube ich, kann es kaum noch werden. Vielleicht noch ein bisschen hier und da. Aber im Großen und Ganzen viel mehr, glaube ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da noch viel mehr möglich ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auf dem hohen Level noch musikalischer wird, noch tänzerischer. Ja. Das wäre mein Wunsch. Und auch mehr so Richtung tänzerisch, so wie die Italiener das gezeigt haben und nicht unbedingt so sehr mit Themen. Also ich bin nicht so ein Freund von Themenvoltigieren. Ich mag gerne so dieses mit der Musik. Ja. Und das haben die... Das ist leichter einfach. Genau, das ist leichter und dynamisch. Muss nicht unbedingt dynamischer sein. Aber in dem Fall mit den Italienern war es halt unheimlich dynamisch. Ja. Das hat mir einfach super gut gefallen. Und ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt. Was fehlt dem Voltigiersport im Moment aus deiner Perspektive? Oh, was fehlt dem Voltigiersport? Erstmal global gesehen und dann vielleicht hier in den USA. Also wo würdest du ansetzen? Global gesehen fehlt dem Voltigiersport so ein bisschen mehr noch, wobei es entwickelt sich ja auch mehr in die Richtung, aber so, dass mehr Länder teilnehmen und dass mehr Länder nicht nur mal beim Einzel teilnehmen, sondern dass es auch mehr Gruppen werden, die international auf dem Niveau mithalten können. Ja. Das wäre halt toll, um es noch spannender zu machen. Im Moment ist es ja doch so, dass es so 4, 5, vielleicht 6 Nationen gibt, die so ein bisschen rausstechen. Und dann ist erstmal doch eine ziemliche Kluft. Und dieses Mittelfeld, das müsste man aufstocken, dass die schwächeren Länder da mehr anknüpfen können. Das wär toll. Und dann glaube ich, wenn es noch mehr in den Medien wäre und so, dann vielleicht kriegen wir da in diesen Ländern auch mehr Voltigierer und überhaupt mehr Länder dazu zu voltigieren. Und vielleicht auch besser finanzielle Mittel. Ja, bestimmt auch. Ja, genau. Ja. Und speziell hier in den USA, kannst du dazu was sagen? Hier in den USA ist das Voltigieren halt schon sehr auf Kalifornien konzentriert. Voltigieren, überhaupt der Reitsport insgesamt ist ganz anders organisiert. Vereine, wie es das in Europa so gibt es hier kaum. Hier ist viel mehr privat organisiert. Es gibt Privatleute, die da was reinsponsern und die da sehr viel unterstützen. Oder es gibt ganz, ganz kleine Clubs, aber da stehen dann auch die paar Eltern dahinter, die das Ganze finanzieren. Also es ist wesentlich teurer hier, wesentlich schwieriger alles. Nationale Meisterschaften, da ist man dann gleich ewig weit unterwegs. Und die nationalen Meisterschaften, also die waren dieses Jahr in Kalifornien, da sind dann ein paar von der Ostküste, aber die bringen meistens dann auch nicht ihr Pferd mit und das ist schwierig. Und wenn dann eine nationale Meisterschaft mal an der Ostküste ist, dann, oder in der Mitte des Landes, dann kommen nicht so viele aus Kalifornien und hat nicht so den Stellenwert. Und es konzentriert sich alles sehr auf Kalifornien. Ja. Da müsste sich dann auch was ändern, dass in die anderen Staaten, dass die mehr Unterstützung bekommen. Ja. Finanzielle vielleicht, aber vor allem
Trainingsunterstützung. Ja. Das fände ich sehr wichtig. Und dann nicht unbedingt mal so sehr für die Ausbildung der Voltigierer, fast noch mehr für die Pferde. Weil da mangelt es auch sehr. Ja. Und wo bist du, also wo trainierst du? Ich bin in Colorado, Denver, also relativ in der Mitte des Landes. Ja. Und wir holen auf und wir arbeiten dran, konkurrenzfähig zu werden. Und ich glaube, nächstes Jahr haben wir ein paar sehr gute Voltigierer, die eine Chance haben, zu den Weltmeisterschaften der Junioren zu gehen. Und das ist so unser Ziel in Colorado. Und ich glaube, das werden wir vielleicht auch schaffen. Mal gucken. Das heißt, ihr seid ein recht junges Team? Ja, es gibt Voltigieren in Colorado natürlich auch schon länger, aber nicht so auf dem Niveau. Also es gab immer mal wieder welche aus Colorado, die sehr, sehr gut waren, die Bolszewski und der Erik Majtonowicz. Und da gab es schon ein paar, aber wie gesagt, es wird doch alles sehr dominiert von Kalifornien. Und wenn dann jemand gut ist in Colorado, so wie die Hayley Smith, die hier bei dem Party ist, mit dem Daniel, die zieht dann nach Colorado, weil es da einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Die haben die Pferde, die haben die Trainer, da ist alles ein bisschen einfacher. Außerdem gibt es natürlich auch die meisten Voltigierer, da gibt es die meisten Turniere und dann sind auch die Entfernungen nicht mehr so groß. Da kann man Turniere dann auch abhalten auf einem relativ guten Niveau mit guten Voltigierern und die haben auch die Chance, dahin zu kommen. Das ist natürlich für Leute von der Ostküste alles sehr schwierig. Wenn man da gibt es auch ein paar ganz gute Voltigierer, aber wenn die auf einem großen Turnier starten wollen, die müssen nach Kalifornien. An der Ostküste gibt es eigentlich so nichts. Und das ist schwierig für die. Und wie viele Pferde habt ihr dort aktuell, mit denen ihr arbeitet? Also wir haben einen sehr, sehr kleinen Club, Summit Equestrian. Und wie viele Pferde haben wir? Eigentlich haben wir nur ein Pferd. Ein Pferd, das ist der Romeo, der auch hier ist, als Ersatz für die Tessa. Und da Tessas Pferd ausgefallen ist, musste er dann auch einspringen. Und der ist noch relativ frisch, aber das ist so unser sicherstes Pferd im Moment, wenn er auch noch erst ein Jahr dabei ist. Aber der macht das eigentlich schon ganz gut. Und eigentlich haben wir nur den. Dann haben wir aber das Glück, dass meine Freundin Angelika, die ist Reitlehrerin und hat ein paar Kunden, wo sie die Pferde bereitet und Unterricht gibt. Die lassen uns ihre Pferde ein bisschen mitbenutzen. Und da haben wir dann nochmal zwei, eigentlich vielleicht 3 Pferde, die wir mitbenutzen dürfen. Einmal, manchmal zweimal die Woche. Die sind eigentlich auch sehr, sehr gut. Und das ist auch ganz toll, dass wir die mitbenutzen dürfen. Und eine meiner Voltigiererinnen hat sich privat ein Pferd gekauft von uns, als wir ein paar Pferde rübergebracht hatten vor 1,5 Jahren. Die hat also den Filou gekauft und voltigiert halt dann auf ihrem eigenen Pferd. Das ist natürlich auch eine ideale Voraussetzung. Und also so gesehen, ich würde mal sagen, Voltigierpferde haben wir vielleicht 5, 4, 5. Nein, kann man vielleicht nicht ganz so dazu zählen. Aber wir haben schon ein paar und die sind auch ziemlich gut. Also sind alles Warmblüter und gute Pferde. Und wir machen so ein bisschen demnächst so eine Kooperation mit Mile High, das ist ein anderer Verein, der in der Nähe ist. Die haben auch ein paar sehr gute Voltigierer, die jetzt mehr und mehr zu mir kommen, aber ich will da nicht die Voltigierer abziehen. Also die kommen zu mir als zusätzliches Training, bleiben aber in ihrem Verein und wir werden zusammen, wenn alles klappt, also Details noch nicht besprochen, aber es sieht so aus, als würde das alles klappen, werden zusammen ein Junior-Team auf die Beine stellen für nächstes Jahr und haben da auch ein paar Voltigierer in diesem Team, die echt gute Chancen haben für nächstes Jahr. Und ich glaube, Colorado kann da schon aufholen. Und Daniel hat uns erzählt, ihr habt bald ein neues Pferd im Stall. Ja, wir haben ein neues Pferd im Stall, die Movie, genau. Wie kam es dazu? Ja, ich hatte gehört, ich hatte Anfang des Jahres schon mich dafür interessiert, weil ich hatte auch versucht, ein Senior-Team auf die Beine zu stellen, aber das war alles
schwierig. Wir sind gestartet, aber wir hatten so viele Leute, die wieder ausgefallen sind und also es war alles nicht sehr gut organisiert und es hat alles nicht so gut geklappt, wie ich mir gewünscht hätte. Aber da hatte ich schon mal über den Movie nachgedacht, weil wir auch keine Halle haben und ich den allerbesten Boden. Und dann dachte ich, als zusätzliches Training wäre super, wenn wir den Movie hätten, weil dann könnten wir bei Wind und Wetter trainieren. Ja. Und dann hat das aber mit der Finanzierung und so nicht geklappt und dann war es alles ein bisschen schwierig. Und jetzt hatte ich gehört, dass eins nach hier kommt und er suchte jemanden, der den dann übernimmt. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt fragst du noch mal rund, habe aber wieder keine so gute finanzielle Unterstützung bekommen und dann haben wir Angelika und ich, also in erster Linie Angelika, hat dann gedacht, okay, ich investiere in das Movie, also sie kauft den jetzt, weil wir hatten ein bisschen Glück, oder sie hatte ein bisschen Glück mit Pferden, die sie gut verkaufen konnte, also um nicht ganz so viel Steuern zu zahlen, ist das ja auch ganz gut, wenn man ein paar Ausgaben hat, also haben wir gedacht, naja, kaufen wir halt mal ein Movie. Und vor allem, weil wir immer noch keine Halle haben, ist ja sehr schwierig hier was zu finden, sehr, sehr schwierig. Und da haben wir gedacht, naja, wenn ich dann im Winter nicht so viel Training geben kann, weil das Wetter immer schlecht ist und wir einfach nicht voltigieren können, haben wir mindestens den Movie, wo ich dann ein bisschen Unterricht geben kann. Ja. Und ja. Ja, das kann man ja auch sehr gut dann für Lehrgänge benutzen dann irgendwann. Genau, natürlich das auch. Ja. Das ist ja das erste Movie in den USA. Ja, genau. Da Da hatte ich dann Glück, dass ich schneller war wie Devin und Carolyn, die den auch gerne gehabt hätten. Da war ich dann, ich glaube, einen Tag schneller. War reine Glückssache. Also es war nicht geplant. Ich habe einfach gesagt, okay, wir nehmen den. Und am nächsten Tag sagte er, oh, jetzt haben die anderen beiden auch zugesagt. Ich sage, ja, gut, habe ich ja Glück gehabt. Ja. Gut. So, letzte Frage. Was ist dein Eindruck hier von den Weltreiterspielen? Also so allgemein im Vergleich zu anderen Jahren? Ja, also die letzten Jahre war ich ja auf gar keinen Weltreiterspiel mehr. Ich habe nur viel Positives von der Normandie gehört. Ja. Kentucky war, glaube ich, auch recht gut. Hier ist halt das Problem, dass alles noch im Aufbau ist. Klar. Aber dadurch auch nicht alles immer so schön. Ist halt doch eine riesen Baustelle. Aber man muss auch sagen, für die Kürze der Zeit haben sie eine Menge auf die Beine gestellt. Die Pferde haben es eigentlich ziemlich gut, die Stallungen sind ordentlich. Die Voraussetzungen für die Athleten sind eigentlich auch ganz gut. Zumindest für uns hier beim Voltigieren. Die Halle ist schön, die ist groß, der Boden ist gut, die Pferde haben Platz. Man hat genügend Trainingsmöglichkeiten. Der Boden ist überall gut, auch auf den Ablongierzirkeln. Also so gesehen, eigentlich im Endeffekt sportlich gesehen ziemlich gut. Ja, gute Bedingungen. Alles klar. Vielen lieben Dank. Ja, bitteschön. Kamera aus.